Teil 1. Einführung, der unsichtbare Saboteur. Stellen Sie sich folgendes Szenario vor, das sich jeden Tag in tausenden deutschen Haushalten abspielt. Sie tun wirklich alles richtig. Sie sind diszipliniert. Sie verzichten auf Ihr geliebtes Salz beim Frühstücksei. Sie haben den Alkohol reduziert. Sie zwingen sich jeden Tag zu einem Spaziergang, auch wenn es regnet. Und natürlich nehmen Sie jeden Morgen pünktlich Ihre Blutdrucktabletten, genauso wie Ihr Arzt es Ihnen verschrieben hat. Sie fühlen sich sicher. Sie denken, ich habe alles unter Kontrolle. Doch dann setzen Sie sich an den Küchentisch, legen die Manschette an, drücken auf Start. Das Gerät surrt, pumpt auf und dann der Schock. Das Display zeigt wieder diese beunruhigenden, roten Zahlen an. 160 zu 95. Oder sogar 180 zu 100. Ihr Herz klopft bis zum Hals. Die Enttäuschung ist riesig. Ihr Arzt ist ebenfalls ratlos. Er erhöht die Dosis. Er verschreibt eine zweite, eine dritte Tablette. Aber der Druck will einfach nicht dauerhaft sinken. Sie fühlen sich wie in einem Hamsterrad. Was, wenn ich Ihnen heute sage, dass Sie vielleicht gar nichts falsch machen? Was, wenn ich Ihnen sage, dass es einen unsichtbaren Saboteur in Ihrem Körper gibt, der Ihre teuren Blutdruckmedikamente neutralisiert, als wären es harmlose Zuckerpillen? Dieser Saboteur versteckt sich nicht in Ihrer Ernährung. Er versteckt sich genau dort, wo Sie eigentlich Heilung suchen, in Ihrem eigenen Arzneischrank. Millionen von Senioren in Deutschland nehmen täglich Medikamente ein, von denen sie glauben, sie seien harmlos, weil man sie ohne Rezept in jeder Apotheke oder sogar im Drogeriemarkt kaufen kann. Vielleicht ist es die kleine Tablette gegen die Rückenschmerzen, die Sie morgens nehmen, um in Gang zu kommen? Vielleicht ist es das Spray, das Sie benutzen, weil die Nase nachts zu ist? Oder, und das wird Sie schockieren, vielleicht ist es sogar die vermeintlich gesunde Magnesiumbrausetablette, die Sie trinken, um Wadenkrämpfe zu verhindern? Ich muss Sie heute warnen. Es gibt exakt 6 spezifische Medikamentengruppen, die Ihren Blutdruck explosionsartig in die Höhe treiben können. Nummer 1 ist das beliebteste Schmerzmittel Deutschlands. Fast jeder über 60 hat es zu Hause. Und Nummer 5 ist ein Medikament, das viele Senioren gegen Gelenkschmerzen bekommen, das aber wie pures Adrenalin auf den Blutdruck wirkt. Bleiben Sie unbedingt bis zur letzten Sekunde dran. Denn wir werden heute Ihren Arzneischrank radikal ausmisten. Ich werde Ihnen nicht nur die Gefahren zeigen, sondern auch sichere Alternativen nennen, damit Sie schmerzfrei und herzgesund leben können. Haben Sie Ihre Tablettenbox in der Nähe? Dann holen Sie sie jetzt. Dieses Video könnte Ihr Leben verlängern. Teil 2. Das blinde Fleck des Arztes. Bevor wir die schwarze Liste der Medikamente öffnen, müssen wir ein grundlegendes Problem verstehen. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, Brenton, wenn diese Mittel so gefährlich sind, warum hat mein Hausarzt mich nicht gewarnt? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Die Antwort ist simpel und erschreckend zugleich. Ihr Arzt weiß oft gar nicht, was Sie alles nehmen. Das System hat eine Lücke. Wenn Sie zum Kardiologen gehen, sieht er auf seinem Computerbildschirm nur die Medikamente, die er oder der Hausarzt Ihnen verschrieben hat. Die Beta-Blocker, die ACE-Hämmer, die Statine. Aber er sieht nicht, was Sie sich gestern in der Apotheke gekauft haben, weil Ihr Knie zwickt. Er sieht nicht das Nasenspray, das Sie seit 3 Wochen benutzen, weil die Heizungsluft trocken ist. Und er sieht nicht die hochdosierten Vitaminbrausetabletten aus dem Supermarkt. Und genau hier entsteht die tödliche Wechselwirkung. Blutdruckmedikamente funktionieren meistens auf 2 Arten. Erster, sie weiten die Gefäße, damit das Blut leichter fließen kann. Zweiter, sie helfen den Nieren, überschüssiges Wasser und Salz auszuscheiden, um den Druck im System zu senken. Die Medikamente, die ich Ihnen gleich nennen werde, tun oft genau das Gegenteil. Sie verengen die Gefäße künstlich oder sie zwingen die Nieren, Wasser und Salz im Körper zu behalten. Das bedeutet bildlich gesprochen, Sie treten mit dem einen Fuß voll auf die Bremse, Blutdrucksenker, und mit dem anderen Fuß gleichzeitig voll aufs Gaspedal. Das Ergebnis? Der Motor, Ihr Herz, läuft heiß, verschleißt und geht irgendwann kaputt. Eine große Studie aus den USA hat gezeigt, dass fast 20% aller Fälle von sogenannter resistenter Hypertonie, also Blutdruck, der sich einfach nicht senken lässt, gar nicht resistent sind. Sie sind hausgemacht. Sie werden durch diese externen Störfaktoren verursacht. Wenn wir diese Störfaktoren entfernen, sinkt der Druck oft wie von Zauberhand und Patienten können ihre Blutdrucktabletten sogar reduzieren. Das ist keine Magie, das ist Biochemie. Bevor wir anfangen, bitte nehmen Sie sich eine Sekunde Zeit, um diesen Kanal Senior Gesund V zu abonnieren und das Video zu liken. Damit helfen Sie uns, diese lebenswichtigen Informationen an noch mehr Menschen zu verteilen. Und schreiben Sie mir jetzt in die Kommentare, nehmen Sie regelmäßig Schmerzmittel oder Vitamine? Wenn ja, welche? Ibuprofen? Magnesium? Voltan? Seien Sie ehrlich, ich lese mir Ihre Antworten durch. Lassen Sie uns nun den Schrank öffnen und den Hauptverdächtigen Nummer 1 herausholen. Teil 3. Der Hauptverdächtige NSA, Schmerzmittel.
Kommen wir zur gefährlichsten Gruppe, die in fast jedem deutschen Haushalt zu finden ist, die sogenannten SA. Das steht für nichtsteroidale Antirheumatika. Klingt kompliziert, aber Sie kennen sie unter ihren Handelsnamen. Ich spreche von Ibuprofen und Diclofenac. Auch Naproxen gehört dazu. Diese Mittel sind ein Segen, wenn man Zahnschmerzen hat oder das Knie bei Wetterumschwung schmerzt. Sie wirken entzündungshemmend und schmerzlindernd. Aber für Menschen mit Bluthochdruck sind sie eine absolute Katastrophe. Lassen Sie mich erklären, was diese Tabletten in Ihrem Körper anrichten, physiologisch gesehen. NSA wirken, indem sie bestimmte Enzyme im Körper blockieren, die sogenannten Prostaglandine. Das ist gut, weil Prostaglandine Schmerzen verursachen. Aber diese Enzyme haben noch eine andere lebenswichtige Aufgabe. Sie regeln die Durchblutung Ihrer Nieren. Sie halten die kleinen Gefäße in der Niere offen. Wenn Sie jetzt Ibuprofen oder Diclofenac nehmen, blockieren Sie diese Enzyme. Die Folge: die kleinen Blutgefäße in Ihren Nieren ziehen sich zusammen. Die Niere bekommt weniger Blut. Die Niere gerät in Panik und denkt: Oh Gott, der Druck im Körper muss zu niedrig sein, ich bekomme kein Blut. Was macht die Niere? Sie schlägt Alarm. Sie hält krampfhaft Natrium und Wasser im Körper zurück, um den Druck künstlich zu erhöhen. Erinnern Sie sich an unser letztes Video? Salz und Wasser im Blut erhöhen das Volumen. Mehr Volumen bedeutet mehr Druck. Gleichzeitig machen diese Schmerzmittel ihre Blutdrucktabletten, besonders AC-Hämmer und Wassertabletten, fast wirkungslos. Sie heben die Wirkung einfach auf. Studien zeigen, die regelmäßige Einnahme von SA kann den systolischen Blutdruck um durchschnittlich 5 bis 10 mm Quecksilbersäule erhöhen. Bei Senioren mit Nierenschwäche sogar noch viel mehr. Das reicht aus, um einen gut eingestellten Blutdruck in den roten Bereich zu katapultieren und das Risiko für Herzinsuffizienz zu verdoppeln. Auch Aspirin ist hier ein Thema. In niedriger Dosierung, 100 Milligramm, ist es ein Blutverdiener und schützt. Aber wenn Sie Aspirin als Schmerzmittel in hoher Dosis, 500 Milligramm, gegen Kopfschmerzen nehmen, hat es denselben negativen Effekt auf die Nieren. Was ist die Alternative? Ich weiß, Schmerzen sind furchtbar. Niemand soll leiden. Erster Paracetamol, Metamizol. Diese wirken anders und haben deutlich weniger Einfluss auf den Blutdruck und die Nieren. Fragen Sie Ihren Arzt danach. Zweiten lokale Anwendung, nutzen Sie Schmerzgelee oder Salben. Wenn Sie es auf das Knie schmieren, wirkt es lokal. Nur ein Bruchteil gelangt in den gesamten Blutkreislauf. Es wirkt dort, wo es soll, ohne die Nieren zu belasten. Dritter natürlicher Entzündungshemmer. Kurkuma, Weihrauch, Kohlwickel oder Omega-3-Fettsäuren können langfristig bei Arthrose helfen, ohne den Druck zu treiben. Teil 4. Die versteckte Salzbombe, Brausetabletten. Kommen wir zu Punkt Nummer 2. Das ist eine Falle, in die besonders gesundheitsbewusste Menschen tappen. Ich spreche von Brausetabletten. Vielleicht nehmen Sie jeden Morgen Magnesium gegen Wadenkrämpfe? Oder Vitamin C zur Stärkung der Abwehrkräfte? Oder Schmerzmittel, die im Wasser sprudeln, weil sie schneller wirken? Haben Sie sich jemals gefragt, warum diese Tabletten so schön sprudeln? Damit es zischt und sprudelt, brauchen die Hersteller einen chemischen Hilfsstoff, Natriumhydrogencarbonat. Kurz gesagt, Natron. Und Natron ist chemisch gesehen nichts anderes als Natrium. Also Salz. Eine einzige Vitamin- oder Schmerzbrausetablette kann bis zu 400 oder 500 Milligramm Natrium enthalten. Lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen. Wenn Sie davon 2 Stück am Tag trinken, haben Sie fast 1 Gramm reines Salz zu sich genommen, nur durch Ihre gesunden Vitamine. Das ist so viel Salz wie in einer großen Portion Pommes frites von McDonald's. Sie trinken also jeden Morgen eine Salzlösung und wundern sich, warum Ihre Wassertabletten nicht wirken und Ihre Füße dick werden. Besonders gefährlich sind schmerzstillende Brausetabletten, ZB-Aspirin C oder Paracetamol als Brause. Sie wirken zwar schnell, aber sie fluten Ihren Körper mit Salz. Eine französische Studie mit über 1,2 Millionen Patienten hat gezeigt, Menschen, die regelmäßig natriumhaltige Brausetabletten einnahmen, hatten ein 16% höheres Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall als Menschen, die normale Tabletten schluckten. Die Lösung? Es ist ganz einfach. Werfen Sie die Brausetabletten weg. Kaufen Sie stattdessen normale Filmtabletten, Kapseln oder Pulver, das man direkt auf die Zunge gibt. Magnesium gibt es als Kapsel. Vitamine gibt es als Dragie. Sie enthalten 0 Natrium, wirken genauso gut und schonen Ihren Blutdruck. Achten Sie im Supermarkt oder in der Apotheke immer auf den Natriumgehalt, wenn es sprudelt. Teil 5. Die Erkältungsfalle Gefäßverenger. Kommen wir zu Medikamentengruppe Nummer 3. Sie wird besonders im Herbst und Winter relevant. Die Nase läuft, der Kopf ist dicht, Sie fühlen sich grippig. Sie gehen in die Apotheke und kaufen 2 Dinge, ein abschwellendes Nasenspray und ein Grippekombi-Präparat. Fangen wir mit den Nasensprays an. Die Wirkstoffe heißen meist Xylometazolin oder Oxymetazolin. Sie sprühen es in die Nase und zack, Sie können atmen. Warum?
weil diese Sprays wie pures Adrenalin auf die Schleimhaut wirken. Sie sorgen für eine massive Vasokonstriktion, die Gefäße ziehen sich zusammen. Das Problem: der Wirkstoff bleibt nicht in der Nase. Er gelangt über die Schleimhaut in den Blutkreislauf und gibt dort denselben Befehl an alle Arterien: zusammenziehen. Der Blutdruck steigt. Besonders bei Senioren kann das Herzrasen und innere Unruhe auslösen. Das Tückische ist die Suchtgefahr. Viele benutzen das Spray über Monate, weil die Nase ohne Spray sofort wieder zugeht. Sie halten ihren Blutdruck damit künstlich hoch. Und dann die Grippemittel, ZB Gripostat, Aspirinkomplex, Vic-Medi-Nite. Viele dieser Mittel enthalten Pseudoephedrin. Pseudoephedrin ist chemisch eng verwandt mit Amphetaminen. Es putscht auf, es macht die Nase frei, aber es treibt den Blutdruck und den Puls massiv in die Höhe. Für einen jungen, gesunden Menschen ist das okay. Für einen Senior mit Hochdruck kann das gefährlich werden. Die Lösung: erster Nase nutzen Sie Meerwassersprays oder Sprays mit Dexpanthenol. Wenn es sein muss, nehmen Sie Nasenspray für Säuglinge. Die Dosis ist geringer, wirkt aber oft genauso gut. Zweite Erkältung: trinken Sie Ingwertee, inhalieren Sie mit Kamille. Nehmen Sie bei Gliederschmerzen eine einfache Paracetamol-Tablette, statt den Chemiecocktail mit Pseudoephedrin zu trinken. Teil 6: Cortison, der Steroidfaktor. Nun kommen wir zu einer Gruppe, die oft übersehen wird, aber bei Senioren sehr häufig ist: Cortison. Vielleicht nehmen Sie es wegen Asthma, wegen Rheuma oder wegen einer chronischen Entzündung. Cortison ist ein lebenswichtiges Medikament, keine Frage. Aber es hat eine dunkle Seite. Cortison ist ein Stresshormon. Wenn Sie es einnehmen, signalisieren Sie Ihrem Körper: wir sind im Stress. Was macht der Körper bei Stress? Er hält Wasser und Natrium zurück, um das Blutvolumen zu erhöhen. Gleichzeitig macht Cortison die Gefäßwände empfindlicher für Adrenalin. Das bedeutet, Ihre Adern ziehen sich schneller zusammen und Ihr Körper ist voller Wasser. Ein perfekter Sturm für den Blutdruck. Das gilt besonders für Tabletten, die man über längere Zeit nimmt. Aber auch hochdosierte Sprays können eine Wirkung haben. Die Lösung: setzen Sie Cortison niemals eigenmächtig ab. Das kann lebensgefährlich sein. Aber sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Fragen Sie: gibt es eine niedrigere Dosis? Können wir ausschleichen? Und wenn Sie Cortison nehmen müssen, achten Sie noch strenger auf Ihren Salzkonsum. Ihr Körper hält unter Cortison jedes Gramm Salz fest wie einen Schatz. Sie müssen gegensteuern. Teil 7: die natürliche Falle Lakritz. Kurz noch zu einer Kategorie, die viele überraschen wird. Was aus der Natur kommt, kann nicht schaden, denken viele. Tödlicher Irrtum. Erstens: Lakritz. Besonders im Norden Deutschlands beliebt. Echtes Lakritz enthält Glycerizin aus der Süßholzwurzel. Dieser Stoff blockiert ein Enzym, das Cortisol abbaut. Die Folge: die Niere hält extrem viel Wasser und Salz zurück und scheidet Kalium aus. Schon 50 Gramm Lakritz am Tag können den Blutdruck bei Gesunden um 14 mm Quecksilbersäule erhöhen. Bei Hochdruckpatienten ist es Gift. Lassen Sie Lakritz im Regal. Teil 8: die Geschichte von Monika, Social Proof. Damit das nicht nur Theorie bleibt, möchte ich Ihnen kurz von Monika erzählen. Monika ist 70, aus Düsseldorf. Ihr Blutdruck war jahrelang stabil bei 135/85. Doch dann bekam sie Kniearthrose. Sie wollte weiter im Garten arbeiten, also fing sie an, täglich Magnesiumbrausetabletten und Ibuprofen 600 zu nehmen. Sie dachte, sie tut sich was Gutes. Nach 3 Wochen hatte sie Werte von 175/105. Sie hatte Kopfschmerzen, ihr Herz raste, ihre Knöchel waren geschwollen. Ihr Kardiologe wollte die Blutdruckmittel verdoppeln. Aber Monika erinnerte sich an unseren Tipp. Sie fragte: kann das am Ibuprofen und dem Magnesium liegen? Der Arzt nickte: absolut. Sie setzten beides ab. Sie wechselte auf Magnesiumkapseln und Schmerzsalbe. Nach 10 Tagen war ihr Blutdruck wieder bei 140. Nach 3 Wochen wieder bei 135. Nicht ihr Herz war schlechter geworden, ihr Arzneischrank war das Problem. Teil 9: Zusammenfassung und Fazit, Outro. Wir haben heute eine erschreckende Reise durch Ihren eigenen Arzneischrank gemacht. Wir haben gesehen, dass die Medikamente, die Sie heilen sollen, manchmal zu heimlichen Saboteuren werden können. Ihr Arzneischrank ist ein zweischneidiges Schwert. Er kann Ihr bester Freund sein, aber er kann auch Ihr größter Feind werden, wenn Sie nicht aufpassen. Vergessen Sie bitte niemals diese 4 goldenen Regeln, die wir heute gelernt haben. Erster: die Schmerzfalle. Nsavi, Ibuprofen und Diclofenac, Voltaren, sind Dauerfeuer für Ihre Nieren. Sie zwingen Ihren Körper, Wasser zu speichern. Greifen Sie lieber zu Salben, Gelen oder Paracetamolhaltigen Alternativen. Zweiter: die Sprudelfalle. Brausetabletten sind nichts anderes als versteckte Salzbomben. Tauschen Sie sie gegen normale Kapseln aus und sparen Sie sich das Gramm Salz für Ihr Essen auf. Dritter: die Erkältungsfalle. Wenn die Nase läuft, meiden Sie Pseudoephedrin und übermäßiges Nasenspray.
Sie wollen frei atmen, nicht Ihr Herz zum Rasen bringen. 4. Die Naturfalle. Seien Sie wachsam bei Lakritz und Johanniskraut. Auch natürlich kann gefährlich bedeuten. Ihr Auftrag für heute: Gehen Sie zu Ihrem Medizinschrank. Lesen Sie die Packungsbeilagen. Wenn Sie unsicher sind, nehmen Sie die Packung mit zu Ihrem Hausarzt oder Apotheker und fragen Sie diesen einen Satz: Verträgt sich das mit meinem Blutdruck? Übernehmen Sie Verantwortung. Ihr Arzt hat oft nur 5 Minuten Zeit für Sie. Er kann nicht alles wissen, was Sie zu Hause tun. Sie müssen der Manager Ihrer eigenen Gesundheit werden. Seien Sie kritisch. Seien Sie wachsam. Und jetzt brauche ich Ihre Hilfe, um diese Warnung in ganz Deutschland zu verbreiten. Schreiben Sie mir jetzt eine 1 in die Kommentare, wenn Sie wussten, dass Brausetabletten so viel Salz enthalten. Schreiben Sie eine 2, wenn das heute neu für Sie war und Sie überrascht sind. Bitte geben Sie dem Video einen Daumen nach oben, das ist der Applaus für unsere Recherche. Abonnieren Sie Senior Gesund V und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie keine Folge verpassen. Wir kämpfen hier gemeinsam für ein langes, gesundes und selbstbestimmtes Leben. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf Ihr Herz auf und bis zum nächsten Mal.